Hallo, ich bin Marwan, ein angehender Architekt und Volontär bei Open House Wien. Wir befinden uns hier im Nordbahnareal. Einst der wichtigste Bahnhof Wiens, heute ein neuer Stadtteil. Es leben und arbeiten hier ca. 30.000 Menschen. Es gibt 2 große Parks, 2 Schulen und eine Bandbreite an spannenden Wohnkonzepten. Heute stellen wir euch eines dieser innovativen Projekte vor. Wir befinden uns hier im Wohnbau an den Kohlenrutschen. Hier wohnen ca. 30 Kinder und 60 Erwachsene. Und das Spannende hierbei ist, das ist ein Baugruppenprojekt. Aber was genau ist eine Baugruppe? Also eine Baugruppe ist, wie das Wort schon selber sagt, eine Gruppe von Menschen, die sich zusammenfindet, um gemeinsam ein Bauprojekt anzugehen. Meistens ist es aber so, dass sich eben das gemeinsame Interesse nicht nur aufs Bauen beschränkt, sondern, und so ist es natürlich auch bei uns im Haus, auch auf alles, was nach dem Bauen kommt, aufs gemeinsame Wohnen, aufs gemeinsame Leben. Der ganze Prozess hat in etwa 5 Jahre gedauert, von den ersten Gesprächen, den ersten Ideen bis zum Einzug. Wir haben uns sehr schnell in der Gruppe organisiert in eben verschiedenste Arbeitsgruppen, die mit den verschiedensten Themen, die so ein Projekt mit sich bringt, zu tun hatten. Also eine dieser Arbeitsgruppen war eben auch die Arbeitsgruppe Architektur. Und diese AG Architektur hat eine ganz wesentliche Rolle gespielt als Vermittlerin quasi zwischen uns als Architekturbüro und der Bewohnerinnengruppe. Ja, wir haben vorher gewohnt in einem kleinen Gartenhaus an der Alten Donau mit einem riesigen Garten. Das war halt ziemlich substandard, aber schon sehr traumhaft. Wir haben uns gedacht, eine Wohnung in der Stadt, in die wir uns jetzt einsperren, so ohne Balkon und wo wir uns dann 70, 80 Quadratmeter leisten können, das funktioniert nicht. Es ist wirklich ein tolles danach, nach diesem Gartenhaus, weil uns dann auch aufgefallen ist, was uns dort eigentlich gefehlt hat, und zwar so diese guten Nachbarschaften. Das Wichtigste ist eigentlich, dass das Wohnen nicht bei der Wohnungstür aufhört, sondern dass das Wohnen praktisch, man besetzt das ganze Haus. Dafür braucht man keine große Wohnung. Man hat sehr viel Freiraum draußen auch. Gerade in Corona-Zeiten hat sich das Haus total bewährt durch die großen Stiegenhäuser, durch Rundumbalkone. Diese geteilten Balkone sind auch ein spannendes Experimentierfeld, wo man sich treffen kann, aber nicht treffen muss. Jeder hat die Möglichkeit, sich zurückzuziehen in seine eigene Fühle. Und mich hat irgendwann so ein älterer Herr dann angesprochen drauf: Sie wohnen doch da. Die Balkone, die haben kein Ende. Ja. Das Interessante an diesem Haus ist einmal, dass es von der Nutzfläche 25% an geteilten Gemeinschaftsflächen gibt. Und was die architektonische Gestalt und den Ausdruck des Hauses nach außen betrifft, liegt eine Betonung in dem Kollektiven, weil es ja ein kollektiv genutztes Haus ist und nicht in der Individualisierung. Wie wir unten schon gesehen haben, gibt es Gemeinschaftslodgen, große, wo sich rundherum so eine Nachbarschaft aus Wohnungen diese Loggia teilen, und eben noch auf den obersten Dächern des Hauses gibt es mehrere Gemeinschaftsterrassen. Wir haben dann so überlegt, eben, ob man die Fassaden begrünen könnte von unten her, und sind drauf gekommen, dass eigentlich die Architektur das ja schon ganz gut mitgedacht hat. Und dann haben wir einfach palettenweise Erde hingestellt, sodass nicht jeder separat in den Baumarkt fahren musste, sondern konnte man sich eben nehmen und dann nachher verrechnen. Und dadurch ist es schon jetzt im ersten Jahr eigentlich ziemlich grün geworden. Entscheidend ist eben, dass man nicht nur die Wohnung selber gestalten kann, sondern dass man alles mitgestalten kann. Jeder Gemeinschaftsraum hat eine Gruppe, die ihn bespielt praktisch, die ihn verwaltet. Und das ist eigentlich die Lieblingsbeschäftigung, weil das ist auch was sehr Kreatives, was man sich zuerst einmal richtet man es ein, dann überlegt man, was man macht drin, dann präsentiert man es den anderen, und das ist schon toll. Es ist völlig ein anderes Wohnen wie in einem normalen Haus. Man kann das gar nicht vergleichen. Wir sind der Ansicht, dass dieses Haus auch die Baugruppe überleben kann und im Sinne einer Nachhaltigkeit auch mehrere hundert Jahre dann andere Nutzungen
aufnehmen wird.